Moin, ihr Landratten! Herzlich willkommen aus Ålesund. Ja, ich bin wieder trocken nach diesem schönen Aufstieg auf den Berg. Hey, die Festmacher sind schon da. Heute sehen wir mal ein bisschen was hier vom Ablegemanöver. Ja, ich freue mich. Ich habe heute nach dem Aufstieg auf den Berg erstmal ein bisschen gechillt. Also ich habe wirklich 2 oder 3 Stunden nur auf dem Bett gelegen. Und ja, dann hatten wir noch einen Termin hier an Bord. Wir waren dann eben schön essen in dem East-Restaurant, asiatisch. Können wir nachher noch mal was zu erzählen. Da hat Fabian das so einen sensationellen Geheimtipp. Den dürfen wir eigentlich gar nicht verraten. Der ist so geheim, der ist so gut, dass ich musste mich verbeugen vor ihm. Das war also richtig, richtig gut. Ja, habe ich natürlich die Getränke-Flatrate heute mal ein bisschen ausprobiert. Schöne Pina Colada auf meine Frau getrunken oder für meine Frau. Dann noch ein AIDA Icebreaker hinterher, schönes Gläschen Wein. Und jetzt freue ich mich darauf, dass wir sensationelles Wetter haben hier zum Auslaufen. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Es war Regen angekündigt für den ganzen Tag, aber es war auch relativ grau den Tag über. Eigentlich hat es aber nur geregnet, als wir draußen waren. Als wir dann wieder an Bord waren, hat es irgendwann aufgehört und den ganzen Nachmittag war es dann auch, ja, das Licht war nicht schön, also es war schon bedeckt, aber es hat natürlich nicht geregnet. Also wie sich das so gehört für jemanden, der eigentlich immer ein bisschen in die Kacke greift, so wie ich, und sich gerne verschätzt. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir hier vielleicht ein paar tolle Bilder bekommen. Mensch, schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, 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 schön. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Durchsage kommt. Es gibt hier diesen Kanal 6 mit dem Bordradio. Und da kommt auch immer eine Durchsage. Das Problem ist, ich kann den nicht die ganze Zeit laufen lassen, weil da normalerweise halt Musik läuft. Und das wird natürlich gleich wieder Beef mit dem Urheberrecht geben. Und ich hatte versucht, ob ich das irgendwie mitbekomme. Kann sein, dass die so 1945 kommt, die Durchsage. Ja, Dirk fragt, wie tief ist die Fahrrinne in den Fjorden? Das Thema hatten wir jetzt auch schon zweimal. Also die Fjorde, die sind richtig tief. Der Fjord da nach Flammrhein, der hat so um die 1300 Meter. Also kein Grund, da einen Bagger hinzuschicken und regelmäßig ein bisschen nachzubaggern. Stefanie möchte wissen, wo befindet sich die beste Kabine bei AIDA? Ja, die Frage, die musst du nachher mal dem Fabian stellen. Moin! Der kommt auch wieder dazu. Also ich muss sagen, meine Kabine finde ich schon richtig gut. Wir können hier auch einen kleinen Blick Richtung Brückenlok werfen. Ich weiß nicht, ob man da was erkennt. Die Scheiben, die sind ja alle verdunkelt. Also ich denke mal, so richtig viel sehen kann man da leider nicht. Bianca, ja, natürlich geht Ton ausschalten und Bild laufen lassen. Das Problem ist ja, dass der Fernseher hinter mir ist. Und ich kriege das halt nicht mit, wenn die Durchsage startet. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich muss immer mal wieder reingehen. Ich habe das hier ganz leise und gucken, ob ich was hören kann. Dann könnte ich es lauter drehen, weil es kommt immer noch mal so eine Durchsage. Entweder von dem Tobi, dem Eventmanager, oder aber auch teilweise vom Kapitän. Miebelschubser, ich weiß nicht, ob man die Durchsagen nachträglich abrufen kann, bringt uns aber jetzt nicht so wahnsinnig viel im Livestream. Da hinten die Berge, ne? Guckt euch das mal an. Heute Mittag hatten wir mal so eine Phase, da sind die Wolken ganz tief durch die Berge gewabert. Das sah richtig toll aus. Hörser, ich habe angefragt wegen Brückenbesuch, aber die Chance auf einen Stream von der Brücke, die dürfte gegen 0 gehen.
Vielleicht darf ich wenigstens mal drauf. Ja, hier läuft noch Musik. Ja, Sven möchte wissen, wo wir morgen hinschippern. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob morgen Molde drauf ist. Ja, Tobi ist Entertainment Manager. Der Kapitän ist der... Oh, nicht, dass ich den Namen jetzt wieder falsch sage. Heißt er David oder Daniel? Rienecker. Ich muss noch mal auf meinen Spickzettel gucken. Das ist der David Rienecker. Wer es nicht gesehen hat, heute Mittag waren wir da oben auf dem Berg. Sind schön nass geworden, von innen und von außen. Aber es hat sich total gelohnt. Also es war echt richtig klasse. Guck mal, Brigitte ist auch da. Ach, das ist ja schön. Das ganze AIDA-Begrüßungskomitee ist da. Ja, läuft noch Musik. Charlie möchte wissen, ob es noch die Currywurst gibt. Ja, das nennt sich heiße Ecke. Nee, Quatsch, nicht heiße Ecke. Heiße Ecke ist ja in Hamburg. Scharfe Ecke nennt sich das. Und da gibt es, glaube ich, bis 1 Uhr Currywurst. Sehr lecker. Also die ist echt klasse, vor allem wenn man abends noch mal schnell einen Snack haben möchte. Ist das echt super. Ich glaube, die Restaurants, die schließen normalerweise so um 22 Uhr. Ich weiß nicht, ob auch 22:30 Uhr eins dabei ist, aber das ist es eigentlich. Doris, ich kann dir nicht sagen, wie der Tobi mit Nachnamen heißt. Das weiß ich leider nicht. Das müsste ich noch mal in Erfahrung bringen. Aber irgendjemand weiß das doch mit Sicherheit. Im Zweifelsfalle Brigitte. Katrin, nee, Döner gibt es nicht auf Prima Perla. Das stimmt. Aber es gibt hier echt alles. Also das East-Restaurant, asiatisch, war richtig lecker. Also das war echt lecker. Das hat mir richtig gut gefallen. So, hier geht es schon wieder wild los. A-Cube ist seit 2 Jahren dabei. Mensch, 2 Jahre, ganz, ganz lieben Dank. Der Nebelwerfer, 9 Monate auf Twitch. Und Hansi feiert auch 20 Monate Fischeis. Lasst uns Hamburg Hafen Live Team, die Mods und unsere Community feiern. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Das ist ganz, 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 ganz toll von euch. Und schön, Mike, dass ihr so lange schon dabei wart. Stefanie möchte wissen, ob ich nochmal eine Kreuzfahrt mache. Also ganz ehrlich, ich halte nichts davon, mir jetzt am 3. oder 4. Tag Gedanken darüber zu machen, ob ich das nochmal mache. Ich kann euch sagen, bis jetzt bin ich schon positiv begeistert. Also bis jetzt sieht das alles gut aus. Und Leute, da unten ist doch schon eine Leine los. Da ist doch schon eine Leine los. Was ist das denn hier? Aber keine Durchsage auf dem Fernseher. Eine ist schon los. Nee, Nils, rutschen war ich noch nicht. Und Pommes mit Senf gibt es natürlich an Bord. Klaro. Ja, mal schauen, ob wir auch wieder ein schönes Horn hören. Es soll ja durchaus auch Häfen geben, wo das nicht so gerne gesehen wird. Marci fragt, ob ich auf dem Patio-Deck war. Ja, da war ich auch. Sehr schön, also vor allem eine tolle, ruhige Ecke. Da braucht man ja seine Karte, also da kommt dann, glaube ich, nicht jeder drauf auf dieses Patio-Deck. Und da kann man sich dann sehr schön mal hinsetzen, wenn man keinen Trubel mag. Das rattert hier wieder, wie verrückt. Kyri 16 Monate, Dankeschön. Und Anton lässt auch nochmal 11,99 da, ganz lieben Dank. Oskar möchte wissen, wie die App zur Routenanimation heißt. Ja, diese App, du meinst sicherlich die, womit ich die Route visualisiere, die heißt, was war das? Travel Boast. Boast, nicht Travel Boat, Travel Boast heißt die.
Katrin möchte wissen, wie ich die Ausnahmegenehmigung für das Patio-Deck bekommen habe. Ja, da hat ganz einfach der Fabian seine Beziehung spielen lassen. Fabian macht das ja schon so lange hier mit den Kreuzfahrten. Der hat uns angemeldet, der hat auch gesagt, dass er noch ein paar Sachen drehen möchte für seinen Rundgang. Den letzten Rundgang, den er auf der Prima gemacht hat, der ist schon 8 oder 9 Jahre alt. Und da hat er halt bei der Reederei angefragt, ob er da Zugang bekommt. Und da habe ich einfach von profitiert. Gibt es hier keine Durchsage? Hans-Olof, ich glaube, yes. I think next port is Molde. But I'm not totally sure. So, ich glaube, die letzte Leine können wir nicht wirklich sehen. Da ist dann hier die Brüstung im Weg. Dann warten wir doch einfach mal darauf, dass es losgeht. Aber wenn die ersten Leinen losgemacht werden, dann kann es nicht mehr lange dauern. Nee, gibt anscheinend keine Durchsage. Gestern gab es halt eine schöne Durchsage nochmal vom Kapitän. Anscheinend spart er sich das heute. Chris, ich kann leider nicht links am Schiff entlang schauen. Wenn ich nach links rüber schwenke, dann ist da halt irgendwann das Ende von meinem Balkon. Ankerbengel, ganz lieben Dank für 5 Euro. Er schreibt, guten Abend, Paddy, wünsche dir einen tollen Stream. Norwegen ist einfach toll. Danke für alles, einen lieben Abendgruß an euch alle im Chat. Herzlichen Dank, lieber Thorsten Ankerbengel. Und Fluggesellschaft ist auch fertig mit Streamen. Hey, das passt ja wie Faust aufs Auge hier. Liebe Fluggesellschafter, moin und danke für euren Raid mit 255 flugbegeisterten Zuschauern. Ich weiß gar nicht, was dieses Boot da unten treibt. Aber Leine 5 und 6 sind auf jeden Fall noch dran. Man sieht da noch so ein bisschen den Poller. Herr Taco, wo ist der heute Morgen versprochene Regen? Das ist eine gute Frage, aber ich bin ganz froh, dass die Wettervorhersage mal wieder nicht besonders zuverlässig ist. Thomas, moin, liebe Grüße zurück nach Frankfurt. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, hier im Chat wird es noch mal ein bisschen diskutiert, dieses Patio-Deck. Da hat man normalerweise Zugang, wenn man eine Suite hat oder eine Junior Suite, glaube ich. Und da braucht man dann auch seine Karte. Und wie gesagt, da profitiere ich ein bisschen von den Kontakten von dem Fabian. Der hatte das angefragt, weil er da auch filmen will für seinen Rundgang. Und dann haben sie uns das freigeschaltet. Und ich bin quasi der Parasit, der da von Fabians Kontakten profitiert. Der Gemüsekoch möchte wissen, ob ich im Urlaub bin.
Ja, so ganz genau kann ich euch das auch nicht sagen. Also es fühlt sich an wie Urlaub. Aber da wir das mit dem Streamen hier ja mittlerweile auch als Teil unseres Einkommens machen, witzel ich immer ganz gerne, dass das hier eine Geschäftsreise ist. Stefan, ich weiß nicht, wann Fabian kommt. Ich denke mal, der wird irgendwann in der nächsten Viertelstunde oder so, wird er hier vorbeikommen. Die hatten heute noch Telefondienst. Ich habe das letztens schon erzählt. Die sind im Reisebüro auch am Sonntag erreichbar. Sonntags, glaube ich, bis 21 Uhr. Und dann wechseln die sich immer ab mit Telefondienst. Die haben halt so eine virtuelle Telefonanlage. Und ja, Malte und Fabian müssen halt auch ein bisschen Dienst schieben. Leute, ich spüre Bugstrahlruder. Es geht los. Leider keine Ansage. Das wäre noch mal ganz interessant gewesen. Rita, ich danke dir für 5,99. Und Mike verschenkt insgesamt 3 Mitgliedschaften, 3-mal eine. Mike, danke dir. Andi, grüße auch nochmal alle mit 5 Schweizer Franken. Dankeschön. Ja, Plan ist heute zu streamen, bis wir hier quasi aus den Bergen raus sind. Was heißt aus den Bergen? Also hier aus der Einfahrt in Richtung offenes Meer. Und wir machen Meter. Guck mal, die Strömung vom Bugstrahlruder geht unter den Ponton durch. €2 nochmal für Fischeis. Danke dir, Mike. Und die Drachenmutter haut 5 Subs raus. Dankeschön, danke. Hier ist nochmal die Frage, wer der Kapitän ist. Jetzt weiß ich es langsam. Das ist der David Rienecker. Mike macht das 5er-Pack voll und haut nochmal 2 Mitgliedschaften raus. Herzlichen Dank. Und Hans mit 400 Bits auf Twitch dabei. Der Gemüsekoch fragt, ob das Ölsperren sind, da diese gelben Dinger. Ja, sowas in der Art wird das sein. Ob es jetzt wirklich gegen Öl ist, aber das sind halt, ja, doch, ich glaube, das sind so Ölsperren. Irgendjemand im Chat wird das bestimmt ganz genau wissen. Oh, was für ein Licht. Was für ein Licht, was haben wir für ein Glück. Oh, Marc sagt, dass in Ålesund kein Typhon erlaubt ist. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber gut. Aber gut. Andreas Westphal haut auch nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Leute, was ist denn wieder los mit euch? Danke, danke. Genauso wie Micha mit einer Mitgliedschaft und unser Kölner Kai auch eine Mitgliedschaft. Und Marcel, unser Lichtbildflaneur, ist jetzt seit 21 Monaten dabei. Er sagt einfach toll, mal so eine Kreuzfahrt mitzumachen. Ja, Taco. Paddy und sein Licht, eine Beziehung, wie es kein zweites Mal gibt. Also wer sich wirklich ausgiebig mit Fotografie beschäftigt, der wird das aber nachvollziehen können. Licht ist einfach alles. Licht ist alles. Vom Nachbarbalkon höre ich jetzt auch die Auslaufmusik. Katrin fragt, ob ich einen Prima-Typhon aus der Dose habe. Ja, das können wir natürlich mal machen, oder? Dann gibt es das hier aus der Konserve.
Ja, vielleicht hört ihr so ein bisschen vom Nachbarbalkon die Auslaufmusik. Jürgen, mein lieber Schwarzbart, 100 Bits. Er wünscht sich das AIDA-Horn mit Pfiff. Wollt ihr einmal die Brigitte hören? Muss ich erst mal suchen. Komm, hier ist sie. Oh! Heute habe ich dich gehört. Sehr gut. Ja, super, super. Hallo, guten Abend auch von mir. Ich bin wieder da. Was haben wir für ein Wetter, Fabian? Ja. Was haben wir für ein Wetter? Perfekt, wer hätte das gedacht heute tagsüber? Mensch, ist das schön. Das stimmt. Und überpünktlich abgelegt, Mensch. Ja. Ich hatte mit 20 Uhr jetzt geplant und schon sind wir unterwegs. Ja, ich bin gerade so ein bisschen traurig, dass es gar keine Durchsage gab. Die gab es aber nur im Inneren des Schiffes. Ich hatte extra hier den Kanal 6 angemacht. Ich habe aber nichts gehört, oder? Habe ich das nicht mitbekommen? War die kurz oder? Ich habe sie auch nur teilweise mitbekommen. Okay. Ich kam gerade in dem Moment ins Four Elements, als die Durchsage lief, und das waren noch die letzten 30 Sekunden. Also Ja, aber normalerweise läuft die ja auch hier auf ja, dem Mordradio, ja. oder? Mhm. Ja, gut. Ja, der Fabian ist da. Hat sich mega entwickelt, der Tag, oder? Ja, traumhaft. Wer hätte das gedacht nach der Dusche? Ja. Es hat auch original irgendwie den ganzen Nachmittag nicht geregnet. Mhm. Wir hatten wirklich Pech mit dem Moment. Also wir hätten auch später hochgehen Es war genau können. andersrum prognostiziert. Ja. Heute Vormittag sollte es trocken sein, heute Nachmittag Regen und jetzt war es andersrum. Naja. Aber ist ja gut, wenn es so ist, ne? Genau. Ja. €2 kommt nochmal von Mike. Und der Dank geht ganz speziell an Tanja für ihr Herz und die Arbeit. Mike, das ist ganz lieb und das kann ich ehrlich gesagt nur unterstreichen. Also ohne Tanja würde das hier alles nicht laufen. Da wäre hier Chaos. Absolutes Chaos wäre hier. Dunja und Manu aus Helgoland, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Ja, heute oder jetzt gucken wir natürlich gleich, wenn wir hier rumfahren, ein bisschen zur anderen Seite. Heute Morgen beim Einlaufen haben wir ja schon diesen riesigen Holzstapel für das Sommerwendfeuer, heißt das, glaube ich, gesehen. Ja. Frankie, 5,99, Dankeschön. Bitte sagen Sie 100 Mal auf, der Kapitän ist David Rienecker, der unglaublich schöne Bilder, die man von Paddy, Fabian und Malte zu sehen bekommt. Danke, danke, danke. Und der Manuel ist auch da, Kreuzfahrtreporter mit 5 €. Er sagt, ich hoffe, euch hat meine Verabschiedung in Hamburg gefallen, auch wenn leider nicht ganz so viele zurückgerufen haben. Ja, Manuel, also ehrlich gesagt, um dir mal Feedback zu geben, man hat gar nicht so wahnsinnig viel gehört auf dem Schiff. Also man muss sich da schon sehr drauf konzentrieren, um eure Show mitzubekommen. Also vielleicht müsst ihr da noch mal ein bisschen aufrüsten mit Megafonen und einer Beschallungsanlage. So, Charlie fragt hier noch, moin Fabian, wir wollen heute mal ins Büro kommen für eine Beratung. Wir wollen dieses Jahr, nicht heute. Ich wollte gerade sagen, nein, heute dieses Jahr, sorry. Ja, Gott, schnell das besorgt. Ja, die Getränkeflat ist schuld. Okay. Heute, ja. Und ich frage nochmal, wann können wir dich am besten persönlich erreichen? Ja, also wenn es darum geht, persönlich einen Termin zu machen, dann immer das vorher auf jeden Fall abstimmen. Aber wie gesagt, mein Team ist auch wirklich großartig. Ich kann natürlich nicht jeden Termin und jede Beratung persönlich machen, das ist klar. Aber ich kann mich da super, super gut auf mein Team verlassen. Wir sind zu 7. Und meldet euch immer gerne, wenn ihr persönlich vorbeikommen möchtet in Bielefeld vorab, um einen Termin zu machen. Dann können wir uns einfach bestmöglich auf euch vorbereiten. Im allerbesten Fall gebt ihr auch schon kurz durch, worum es geht. Denn dann können wir uns nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich noch auf euch vorbereiten. Das wäre immer das Optimum. Also gern kurz Bescheid geben, per Mail oder per Social Media. Ja.
Und hier auch nochmal die oft gestellte Frage, fällt für eine Buchung übers Reisebüro extra Gebühr an? Nein. Wir bieten immer den Toppreis der Reederei. Also es ist auch so aus eigener Erfahrung, ihr bekommt die Rechnung von AIDA, ihr überweist auch an AIDA und der Fabian bekommt dann eine Provision für den Service, den er bietet. Ja, bei AIDA oder auch bei den anderen Reedereien. Ja. Also wir bieten ja alles an. Judith schickt 5,99 und schreibt, vielen Dank fürs Mitnehmen. So eine klasse Kabine zum Genießen und Streamen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Perfekt, ja. Also am meisten freue ich mich darüber, dass wir hier nicht im Regen stehen. Ich dachte echt, dass es hier ordentlich runtertropft. Sag mal, hier war eben die ganze Zeit die Frage, wie der Entertainment Manager Tobi mit Nachnamen heißt. Weißt du das? Das ist irgendwie immer Event Manager Tobi, ne? Tobi, es ist aber üblich bei AIDA, die haben immer nur ihren Vornamen präsent. Tobi, den Danny kennen wir. Die Frage ist, warum möchtest du das wissen? Tobias Grade. Ich habe mal gerade gegoogelt. Gerade wie schief? Ja, genau. Okay. Ja. Haben wir auch klären können. Die Frage. Thomas, danke auch für 3,75. Er schreibt vielen Dank für die tollen Bilder. Und Michael schickt auch nochmal 2,49. Es kommen hier auch schon sehr, sehr spezifische Fragen, wie zum Beispiel, oder Stefanie möchte wissen, besteht die Möglichkeit, eine Kreuzfahrtkombi auf der Blue im östlichen Mittelmeer als Alleinreisende? Kreuzfahrtkombi ist jetzt die Frage, was sie meint, ob sie meint, 2 Wochen zu kombinieren oder das Ganze mit einem Hotelaufenthalt zu kombinieren. Beides wären ja Kombis. Die Kombination von 2 Reisen sind auf jeden Fall möglich, sofern Verfügbarkeiten da sind, und das mit dem Hotelaufenthalt zu kombinieren, sofern es Veranstalter gibt, die das anbieten, können wir das natürlich auch möglich machen. Ja. Aber wenn ihr so ganz spezifische Fragen habt, also meine Empfehlung ist wirklich tickert. Ja. Tickert einfach Fabian oder sein Team, also Kreuzfahrtstudio, an. Wir posten den Link auch immer mal wieder in den Chat. Gerade wenn das so spezifisch ins Detail geht, dann ist das immer am besten direkt abzuklären, weil richtig. Da gibt es ja auch nicht die Antwort in 1, 2 Sätzen drauf. Richtig. Und am besten immer gerne per E-Mail, dann können wir schnellstmöglich und umfassend antworten. Michael 2,49, er schreibt, danke fürs Mitnehmen. Ja, ich sag mal, danke, dass ihr alle mitfahrt. Und Yoshi 6,99, wart ihr nach einer Schiffsreise landkrank? Schönen Abend, ihr beiden. Was gibt es das Phänomen? Also ich habe das auch mal gehört, ich weiß aber nicht, wie sich das äußert, ehrlich gesagt. Also der Jannis aus unserem Team, der hatte das wohl, als er aus Norwegen zurückkam, jetzt im Frühjahr, dass ihm noch etwas schwindelig war den Tage danach. Dass er so an Bord ging es ihm gut, hat er gar nichts gemerkt, aber zurück an Land hatte er noch so die Nachwirkungen von der Schiffsbewegung gespürt. Ja, Chris hat hier eine Frage. Was mich interessieren würde, ist, warum man als Alleinreisender bei AIDA 80% Aufschlag zahlen muss. Ja, ich glaube, das ist eine rein geschäftliche Geschichte, das oder? Ist so, genau. Da geht es ums Geld. Richtig, die Reederei kalkuliert natürlich mit der Doppelbelegung als solches erstmal. Das ist ja nicht nur der Kreuzfahrtpreis, es sind ja auch immer noch die An-Bord-Ausgaben. Das heißt, wenn 2 Personen in der Kabine sind, besteht die Chance auf die An-Bord-Ausgaben nochmal doppelt, als wenn nur eine Person da ist. Ja. Und darauf basiert einfach die gesamte Kalkulation. Und das muss man einfach auch sagen, die tun natürlich auch alles dafür, dass du noch zusätzlich Geld an Bord lässt. Ja, das ist so, das muss man nicht. Also man kann auch wirklich, wenn man ein bisschen smart ist, muss man nicht unbedingt extra Geld da lassen, aber sie versuchen es natürlich. Das ist so. Ja. Das ist ja aber noch human. Also auf amerikanischen Schiffen ist das noch mal stärker. Ja, genau, hier Captain Gauss schreibt, die eigentliche Frage ist, wo kriegt man eine passende Reisebegleitung her? Chris, vielleicht findest du ja hier im Chat noch jemanden, der mit dir reist. Und der Manuel nochmal mit 5 €. Er schreibt, es war leider auch sehr windig beim Ausläufen, könnte auch daran gelegen haben. Aber ein Megafon ist in Planung, oh je. Oh je. Tony, greetings to Portugal. 5 gifted memberships. Thanks a lot, my friend. So, jetzt geht es hier ums Eck
und dann raus Richtung Atlantik. Wir haben ja jetzt auch rausgefunden, dass die Grenze zwischen Atlantik und Nordsee ungefähr, also knapp unter der Einfahrt hier in den Fjord ist. Ja. Katrin schreibt, hau doch mal deinen Tipp aus dem Is-Restaurant raus. Hast du schon etwas erzählt? Ich habe eben gesagt, dass du so einen Geheimtipp rausgehauen hast, dass wir ihn eigentlich gar nicht verraten dürfen. Ach so, ja. Dann ist es kein Geheimtipp mehr. Das stimmt natürlich. Ja. Hast du Sorge, ist ab morgen voll, da ist in der Ecke. Nein, das Is-Restaurant ist ein asiatisches Restaurant. Ihr habt auch ein Buffet. Also es gibt fertige Speisen, die kann man sich ganz normal auf den Teller packen. Es gibt dann aber auch eine Buffetbar, wo man quasi unzubereitete Zutaten hat. Also so Scampis, verschiedene Fleischsorten, Fisch, Gemüse und so weiter. Das tut man sich alles auf den Teller und dann gibt man das zu einem Koch und der brät einem das Ganze dann mit ein bisschen Soße und so weiter. Und ja, diese Station ist natürlich sehr voll. Da stehen halt sehr, sehr viele Leute an. Da meinte Fabian, du, da ist noch eine zweite Station. Die ist da hinten so ums Eck. Da ist normalerweise niemand. Genau, so war es auch. Und ich denke, Mensch, Fabian, der sammelt wieder. Hallo, moin. Darf ich mal fragen, was das für eine Flagge ist? Das ist die Flagge von Rostock. Von Rosa. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir da also hin. Ich war etwas skeptisch. Wir kommen ums Eck. Das ist kein Mensch. Wirklich niemand war da. Wir sind sofort dran gekommen. Erste Reihe. Also sensationell. Das war wirklich richtig, richtig gut. Ja. Ja, das freut mich doch, dass ich mit solchen Tipps auch ein bisschen bereichern kann. Aber das muss man auch wirklich finden. Ja. Also das war wirklich versteckt. Ja, da saß auch niemand. Also da waren noch Ja. 30 Tische frei und an der Grillstation war auch niemand. Ja. Im Laufe des Abends waren dann auch mal so vereinzelt Menschen da. Aber schon echt top. Ja. Trabiku, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Und für einen Zwickel an Bord muss ich unbedingt mal probieren, falls nicht schon geschehen. Grüße aus Lemgo von Stefan mit 5,99. Zwickel ist, glaube ich, hier das selbstgebraute Bier. Richtig, im Brauhaus. Bist du Biertrinker? Nee, gar nicht. Ne? Du? Ja, also ich trinke schon gerne ein gutes Bier. Also probieren will ich das auf jeden Fall mal. Vielleicht gehen wir ja auch noch mal im Brauhaus abends essen. Gerne, ja. Wir waren ja einmal zum Frühshoppen da am ersten Tag. Boah, guck mal hier, die Wolken da oben. Sowas ist natürlich echt toll, ne? Wobei die malerische Seite ist natürlich jetzt gerade Steuerbord. Hatten wir heute Morgen. Das ist ja schön beim Ein- und Ausfahren. Die Frage bekommen wir ja auch immer wieder, Steuerbordseite oder Backbordseite. In der Regel sieht man ja beides. Und Es hebt sich auf. Auch das Anlegen. Wir werden auch häufig gefragt, legt das Schiff rückwärts oder vorwärts an, Steuerbord oder Backbordseite. Hier in Ollesund habe ich jetzt schon alles erlebt. Also wirklich immer wieder verschieden. Es hängt an so vielen Faktoren. Wie ist der Wind? Ist es morgens windig? Ist es abends windig? Was wird eventuell aufgenommen an Lebensmitteln oder so, was dann auf der einen Seite besser ins Schiff zu laden ist als auf der anderen? Es hängt von so vielen Faktoren ab. Das ist wirklich schwer, da eine hundertprozentige. Es ist so geil, wie das widerhallt von den Bergen. Das war gestern ja noch extremer in Flom. Ja. Oh, ja, toll, dass es noch ein Horn gab. Muss mir jetzt doch mal mein Jäckchen holen. Ja, jetzt kommt der Wind wieder hier um die Ecke. Ja, hat eben auch im Chat schon jemand geschrieben, in Ollesund direkt unten darf man wohl Ja, kein Horn genau. raushauen. Da ist dann wohl auch an Deck keine Auslaufmusik. Ja. Aber ich sag dir eins, dieser USB-Ventilator für deine Zuschauer, der fehlt noch. Wo du jetzt wirklich so ein bisschen nachregeln den könntest. Gegenwind. Und dann könnten deine Zuschauer auch den Wind spüren. Und wenn es regnet, so ein bisschen Sprühnebel rauskommen lassen. Katrin Kästner verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank.
Und Anja fragt, schickt nochmal 2 Euro und fragt, geht auch ein persönlicher Telefontermin bei Fabian? Ja, du hast natürlich das Problem, dadurch, dass du das Gesicht des Ganzen bist, viele dich persönlich sprechen wollen. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder die Situation, dass ich das natürlich auch gerne möglich mache und ich habe ja auch total viel Spaß daran, aber es hin und wieder leider die Situation gibt, dass dann Menschen diesen Call in Anspruch nehmen oder auch ein persönliches Gespräch bei uns vor Ort und sich dann nachher leider nicht mehr melden, weil sie dann wieder zu ihrer Buchungsstelle laufen oder einen anderen Weg finden. Deswegen gehen wir langsam dazu über. Leider ist es halt notwendig, dann eine Beratungsgebühr zu nehmen, die wir verrechnen bei Buchung. Dann ist es wieder kostenfrei, wenn die Beratung durch mich persönlich gewünscht ist. Weil es natürlich, ich kann meine Zeit auch nur einmal einsetzen und wenn man dann 1,5 Stunden spricht und alle Informationen aufgesaugt werden und man nachher nichts mehr hört, ist es natürlich super ärgerlich. Ich kann das verstehen. Restaurants nehmen teilweise auch so eine No-Show-Gebühr, wie sich das nennt, wenn du reserviert hast und dann nicht erscheinst. Und ich glaube, aus der Sicht des Geschäftsmannes und Betreibers, egal ob das jetzt ein Restaurant ist oder ein Reisebüro, kann man das, glaube ich, nachvollziehen. Also bei den Mitarbeitern machen wir es auf jeden Fall ja noch nicht, aber bei mir wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir da nicht drum rumkommen, weil ich natürlich auch noch eine Menge andere Aufgaben habe in einem Unternehmen als Geschäftsführer, das Unternehmen voranzubringen, neue Projekte auszuarbeiten etc. Und ich mache super gerne die Kundenberatung, nehme mir gerne Zeit dafür, das ist meine Leidenschaft. Nur geht es halt nicht den ganzen Tag und es ist dann umso ärgerlicher, wenn dann unbedingt auf einen Termin mit mir beharrt wird und am Ende dann man das Gefühl hatte, man wurde da leider nur ausgenutzt. Ist cool mit den Wolken da oben, oder? Fällt mir richtig gut. Nilsi spendiert für 2 Euro eine Currywurst. Ja, das Gute ist, die Currywurst kostet ja nichts. Ja. Können Sie die Spende zurückziehen, oder? Annette schreibt aber auch nochmal, Fabian hat ein tolles Team, die können das auch. Ja, danke, das gebe ich super gerne. Wir haben schon so viele nette Kommentare in dem Stream auch zum Team, das gebe ich super gerne weiter. Morgen früh machen wir einen Team-Call und dann richte ich das gerne aus. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Die Zuschauer haben so ein bisschen das Problem, dass sie dich kennen, weil sie dich im Video gesehen haben. Die wissen so ein bisschen, mit wem spreche ich da. Ja. Aber deswegen geht das Team ja auch jetzt immer mehr wieder auf die Schiffe, machen auch Videos. Jannis war letztens zum Beispiel auf der Norwegian Aqua, als sie ganz neu war. Jannis war auf der MS Europa, Jannis war mit auf der Mein Schiff Relax, Charlene war mit auf Aida Diva, Charlene war mit auf Explorer, sie geht jetzt bald auf Oceania, sie geht jetzt noch mal 2-mal auf Aida, einmal auf die Mar, einmal auf die Luna. Also das zeigt ja allein schon, wie viel auch das Team unterwegs ist und auch Videos macht und Berichterstattung und wie gut die sich auskennen. So, jetzt bitte die Ventilatoren auf 70%. Ja, genau. Kuxi aus Kassel schreibt, super Stream, bekomme richtig Lust, das auch zu machen. Also ich kann es empfehlen. Also mir gefällt es bisher sehr gut. Danke für 15 Monate. Captain Soon, willkommen an Bord. Neues Prime Sub. Und die Trockenpfütze schreibt, die Brauhausente sollte ich mal probieren. Die ist lecker, gibt es nur abends. Also das Hähnchen hatten wir probiert. Das Hähnchen war schon mal lecker. Ja. Ente, warum nicht? Ja. Wenn wir da vielleicht noch mal abends essen gehen. Ja, absolut. Na? Ente und ein Bierchen, den Tipp greife ich auf jeden Fall auf. Kurz vielleicht, um das klarzustellen, Hersa 1212 fragt, ob wir Heimathafen sind. Nein, das ist tatsächlich ein Mitbewerber, also bitte nicht verwechseln. Wir sind das Kreuzfahrtstudio. Ja. Dunja und Manuel sind auch wieder dabei. Für die Entwicklung des Sprühventilators 2 Euro. Ja, siehst du? Ja, danke. Und Kuxi haut auch nochmal 2 Euro aus. Ganz, ganz lieben Dank. Stefanie fragt, welche Kabine für Alleinreisende am besten ist. Es kommt immer so auf die Person an. Jetzt könnte ich sagen, als einzelreisende Person ist man vielleicht viel am Connecten und viel unterwegs im Schiff, um Kontakte zu knüpfen. Dann reicht vielleicht auch eine Innenkabine, weil man gar nicht so viel Zeit auf der Kabine verbringt. Und dann gibt es aber auch wieder Einzelreisende, die sagen, ich genieße gerne meine Ruhe auf der Kabine und auf dem Balkon. Und dann ist natürlich wieder eine Balkonkabine empfehlenswert. Da ist halt immer wichtig, auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen. Es gibt da nicht die pauschale Antwort. Ja, und unterm Strich ist es dann natürlich auch eine Budgetfrage. Absolut, ne? absolut. Ja. Vielen Dank fürs Mitnehmen und für die tollen Bilder. Liebe Grüße an uns beide. Das macht richtig Laune, schreibt Utili und schickt nochmal 10 Euro.
Und danke für die bisher super schönen Eindrücke und Informationen. Uns allen einen schönen Sonntagabend und ein ganz tolles Sail Away. Schreibt der Ulrich, schickt auch nochmal 10 Euro. Herzlichen Dank, Ulrich. Ja, es kommen die ersten Tropfen. Ja, ja. Also das, was prophezeit war, kommt jetzt so langsam. Es kommen auch so viele Fragen, ich lese ja auch so ein bisschen mit nochmal Ja. zu meinem Werdegang und so weiter. Du meintest ja, dass wir die Tage vielleicht auch nochmal so einen Stream machen, wo wir darüber vielleicht nochmal sprechen. Weil es kommen so viele, ich würde am liebsten jede beantworten, aber es soll ja nicht nur um mich gehen. Ich versuche mich ja ein bisschen im Hintergrund zu halten. Ja. Ja, wir müssen mal gucken, vielleicht machen wir auch mal, vielleicht wenn wir einen Tag haben, wo wir nicht von Bord gehen, dass man sich dann mal hier, dann kann man vielleicht so aufs Patio-Deck oder die AIDA-Lounge, Ja. vielleicht machen wir da mal so einen kleinen Laber-Stream. Genau, ja, das ist doch gut. Jetzt fängt das echt an zu regnen. Das Wahnsinn. wird jetzt hier echt ungemütlich. Ja. Aber so wahnsinnig weit ist es auch nicht, bis wir draußen sind. Ja, Sven fragt auch noch mal, was die Reise kostet. Also kommt natürlich auf die Kabine an, aber wir hatten gesagt, hier die Kabine geht so bei ca. 1,5 los pro Person. Ja. Gibt es aber auch günstiger, wenn die Reise kürzer ist. Wir sind jetzt ja 11 Tage unterwegs, Ja. gibt es ja auch 7 Tage. Almut, danke für eine verschenkte Mitgliedschaft und Venom verlängert wieder auf Twitch 11 Monate. Herzlichen Dank. Claudia schreibt, ich soll mich nicht im Hintergrund halten. Wir schauen doch extra, um auf die zukünftige Reise vorzubereiten. Ja, aber es ist ja Paddy Stream und ich bin ja nur Gast. Und das ist mir auch wichtig, diese Rolle als Gast einzuhalten. Nein, das ist schon gut und das ist halt jetzt eine gemeinsame Reise. Da darfst du auch Teil der Geschichte Ja. sein. Das ist schon okay. Das passt schon. Captain Zun, auch ein schöner Name. Grüße aus Rostock. Mit seiner Frau, die begeistert die Streams mitverfolgen. Danke für 5 Euro. Oh, da hinten, das sieht aber auch schon toll aus, ne? Mit Ja. dem Licht. Mal gucken, wie schlimm das wird mit dem Regen. Hier war noch mal eine Frage von Charlie Stream, ob man geimpft sein muss. Nach Norwegen, Schweden, Finnland, England, Irland. Norwegen, Schweden, nee, das sind alles Länder, wo das nicht Glaube nötig nicht, ist. ne? Nee. Das ist alles entspannt. Ja, was hier klappert, ist mein Vorhang. Ja. Ja. So, und ich habe das Gefühl, dass jetzt das Netz gerade schon wieder ein bisschen schwächer wird. Gucken wir mal, wie lange das hält. Ja, leider ist die Ausfahrt jetzt nicht ganz so lang, also halt auch nicht so spannend wie heute Morgen die Einfahrt. Da hatten wir natürlich die ganze Zeit auf der linken Seite echt. Ja. Das war ein toller Eindruck. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, dann guckt euch da noch mal einen Teil an. Das war richtig, richtig schön. Anfahrt hier heute auf Ålesund. Ja, Und wir haben ja morgen Abend kein Ablegen zum Beispiel. Ne? Dann wäre das ja vielleicht morgen bleiben Abend über mal eine Nacht. Idee. Naja, vielleicht morgen Abend, ne? Weil sonst haben wir ja jeden Abend nochmal wieder eine Ausfahrt und dann Ablegen. Aber Ja. morgen zum Beispiel nicht, dass wir morgen mal ein anderes Videoformat machen. Dafür bleiben wir dann über Nacht und legen dann aber irgendwie schon morgens um 6 Uhr 6:30 auf. ja. 6:30 Uhr. Ja. Oh, das habe ich auch nicht bestellt. Also morgen früh habe ich mir auch überlegt, morgen früh setze ich mal aus. Ja. Morgen sind wir um 8 Uhr, glaube ich, in Molde. Mhm. Ich glaube, da setze ich aus.
Manuela sagt, sie würde auch mal gerne so eine Reise machen, bloß alleine traut sie sich nicht. Manuela, wie wär's, wenn du dich mit Chris zusammentust? Chris hat doch eben auch was von Alleinreisen geschrieben. Da ist natürlich ein bisschen schwierig, ne, wenn man sie nicht kennt und dann gleich eine Kabine teilen. Ja. Das ist schon, das ist ja Blind Date auf Speed. Ja. Oh, ich liebe das total, wenn die Wolken so an so einem Berg hängen. Welche Vorteile bietet die Buchung über dein Reisebüro, abgesehen von der persönlichen Beratung? Ja, ist das denn nicht genug, Leute? Das ist manchen nicht genug und deswegen haben wir da ja auch noch das ein oder andere im Petto. Die Frage kam jetzt auch echt häufig im Chat. Vielleicht erkläre ich es tatsächlich einmal kurz, damit es einmal alle auch mitbekommen. Also es ist so, es gibt zum einen die persönliche Beratung mit über 2000 Tagen Schiffserfahrung im Team. Dann gibt es zu jeder Buchung, wirklich zu jeder Buchung eine persönliche Überraschung, die genau für die von euch gebuchte Reise bei uns abzielt, mit der wir euch bestmöglich vorbereiten. Ich verrate nicht zu viel, sonst wäre es keine Überraschung. Paddy hat die Überraschung bekommen, er weiß, was es ist, aber ich erzähle es nicht. Soll ja eine Überraschung sein. Und dann ist es so, dass es eben für Buchungen ab 5.000 € Gesamtbuchungswert, was bei Kreuzfahrten ja durchaus auch schnell erreichbar ist, erreicht es eine Geschenkaktion gibt, wo ihr euch etwas auswählen könnt aus ganz vielen verschiedenen Optionen, unter anderem jetzt seit gestern auch Paddys Kaffee. Ja. Den könnt ihr jetzt auch als Geschenk bekommen, wenn ihr bei uns bucht. Darüber hinaus bieten wir Kundenevents an, regional und überregional. Wir sind demnächst auf Schiffsbesichtigungen, zum Beispiel auf der MS Atania. Wir sind auf Besichtigung der Oceania Marina. Wir haben jetzt demnächst eine Sommerparty bei uns im Büro und so weiter und so fort. Und ja, also so viele Vorteile, das lohnt sich auf jeden Fall. Also es hat keinen Nachteil, es hat tatsächlich nur Vorteile. Ja, und da hier auch nochmal die Frage kam, also ich habe diese Reise übrigens komplett selber bezahlt. Das einzige Goodie, was wir bekommen haben durch Fabians Kontakt, war das Patio-Deck und die AIDA-Lounge. Genau. Aber ansonsten ist das hier komplett selbst bezahlt. Ach so, und was generell auch immer für jedes Reisebüro natürlich auch gilt, ihr habt immer noch mal einen zusätzlichen Ansprechpartner, der sich für eure Interessen einsetzt. Wenn ihr zum Beispiel direkt bei der Reederei bucht, habt ihr nur euch und die Reederei gegenüber sitzend. Wir sind ja in der Regel auf Kunden. Also so, jetzt mich zusammen. Auch wahrscheinlich das gleiche Phänomen wie gestern, dass das Schiff jetzt alles abschirmt. Ne? Da vorne kommt zum Glück noch mal eine Ortschaft, vielleicht klappt das jetzt gleich wieder. Wir warten noch mal etwas. Ja, wir warten noch mal etwas. Bitte bleiben Sie ungeduldig und es ist auch immer sehr, sehr hilfreich, wenn alle in den Chat schreiben, dass die Verbindung schlecht ist. Ja. Also das solltet ihr unbedingt alle machen, bitte. Das hilft oft auch. Dann wird das Netz meistens schnell besser. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich versuche noch mal einen Dank rauszuhauen an den Schleusenfrosch, der mit dem neuen Prime Sub dabei ist. Willkommen an Bord. Und Ludi Hoelas schreibt, hey Norsch, Hilsen, Ludmilla, auch Jens Martin. Was auch immer das heißt, aber ganz lieben Dank für 21 € Superchat. Und Fotodesign Art ist jetzt seit 2 Jahren dabei. Danke, 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 mein Lieber. Danke, danke, danke. Ja, jetzt läuft es wieder gut. Auch das dürft ihr alle einmal reinschreiben. Auch nur die eine Verbindung hier, ne? Das ist ja wirklich krass, wenn du das nicht hättest. Eben waren die anderen Verbindungen, jetzt, also eine geht jetzt, die anderen sind komplett abgekackt. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt, was Paddy hier für euch auf die Beine stellt. Diese Technik, hätte ich nie gedacht, was da alles hintersteckt. Super professionell. Das ist schon echt spannend und großartig zu sehen. Ist lustig zu beobachten, ne? Guck mal, jetzt geht die zweite, jetzt gehen 2 und 3, nee, krass. Waren nur kurz da.
Die erste Leitung ist immer noch. Man guckt da ganz fasziniert drauf und ist ganz gebannt. Jetzt kommen die anderen Leitungen dazu. Alles, was ich erzählt habe, kam nicht durch, so bisher. Schreiben alle. Oh Mann. Ja, also da das mit der Verbindung jetzt tatsächlich so ein bisschen wackelig ist, lass uns mal überlegen, ob wir morgen nicht so ein FAQ-Stream, also so, können wir hier irgendwie nennen, alles rund um Kreuzfahrten, Fragen an Fabian oder so. Ja. Dann, ich glaube, das bietet sich morgen wirklich perfekt an, weil wir ja kein Manöver haben, großartig. Das Anlegen möchtest du nicht filmen, weil es zu früh ist. Das Ablegen findet nicht statt. Insofern haben wir doch dann ein Thema, ist doch schön. Ja, und dann haben wir, dann ist auch die Erwartungshaltung die richtige, dann weiß jeder, es geht halt darum, nur Fragen beantworten rund um Kreuzfahrten. Ja. Einige interessiert das natürlich überhaupt nicht, die brauchen dann auch gar nicht einschalten und alle anderen können da dann wirklich alles loswerden. Dann gucken wir mal, dass wir uns wirklich irgendwo hinsetzen und dann auch in Ruhe Chat lesen können. Genau. Sollen wir mal gucken, dass wir da irgendwo einen ruhigen Bereich finden, wo wir auch niemanden stören. Bei einer Ida Lounge zum Beispiel, da hören dann andere mit, die fühlen sich davon dann gestört. Das möchte man natürlich auch nicht. Patio-Deck bei gutem Wetter, ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich meine, im Zweifelsfall können wir auch wieder hier auf die Veranda. Es wäre natürlich schön, mal eine etwas andere Kulisse zu haben. Ja. Danke für die Bilder, erinnert mich an meine Reise, schreibt Fotodesign Art. 2 Jahre dabei. Und Toddy, willkommen an Bord auf Twitch. Snake ist seit 2 Monaten auf Twitch dabei. Danke für die Verlängerung. Ja, das machen wir. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann hat man das auch noch mal so ein bisschen komprimierter. Ja. Gerade weil sich halt viele Sachen auch wiederholen. Also wir haben das jetzt schon gemerkt in den paar Tagen, dass natürlich viele Fragen sich wiederholen. Und dann kann man da vielleicht auch drauf verweisen. Dann kann man einfach sagen, pass auf, haben wir da behandelt, guck dir das Video nochmal an. Vielleicht können wir uns ja vorher zusammensetzen, dass man mal so ein paar Fragen schon vorbereitet. Dass man einfach sagt, so ein paar Standardfragen, die haben wir schon. Oder was ihr vielleicht auch machen könnt, wenn ihr Lust habt, schreibt doch eure Frage nach dem Stream als Kommentar unten drunter. Ja. Also nach dem Stream können wir ja Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr die da vielleicht auch loswerden. Wie viel ich schon zugenommen habe, ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Also ich glaube, durch diese beiden Bergaufstiege hält sich das noch die Waage im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei meine Smartwatch ja gesagt hat, dass ich nur 270 Kalorien dadurch verbrannt habe. Wenn das so stimmt, dann war es jetzt auch nicht so. Ist immer ja nüchtern, oder? Ja, dann denkt man hat jetzt richtig was rausgerissen und dann sagt die Uhr 270 Kalorien und dann denkt man, ja gut, das war jetzt nicht so viel. Brigitte, Dankeschön für die 2 Euro. Tata möchte wissen, ob es in Molde auch einen Berg gibt. Ich glaube, da können wir nicht kraxeln, ne? Zumindest nicht in direkter Hafennähe. Es gibt einen Berg weiter weg, da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ich glaube, morgen brauchen wir mal einen Tag davon Pause. Ja. Auch Nathalie fragt, was wir morgen machen. Wir haben ehrlich gesagt noch nichts geplant. Also ich denke mir, morgen früh werde ich mal aussetzen. Auch ganz easy going machen. Tja, der Wetterbericht muss halt auch noch mitspielen für morgen. Es ist alles Regen in der Prognose gerade. Der muss noch mal ein bisschen arbeiten, oder? Ja. Tobi, die Kabinennummer, die ich habe, ist 9204. Falls du die auch buchen möchtest. Jochen, das Schiff von innen zeigen, das bereitet der Fabian als komprimiertes Video vor, also als geschnittenes Video. Der dreht hier noch mal einiges an Bord und macht dann einen Rundgang. Mit dem Livestream ist es leider schwierig, sowohl technisch als auch mit den Gästen. Ja. Und wenn morgen ein Tag ist, wo das Wetter schlecht ist, dann bleiben sehr viele an Bord. Ja. Aber trotzdem können wir mal gucken, ob wir morgen gemeinsam dieses Video mal aufzeichnen, wo wir den Schiffsrundgang drehen, wo wir das Intro und Outro ja schon fertig haben. Genau, können wir auch dass wir das mal machen morgen. Wird morgen Arbeitstag. Wie viele Troller haben wir schon gesehen, fragt Mike. Meinst du im Chat oder in Norwegen? Also gestern haben wir ja nur den einen gesehen.
Doos meint, dass Gäste erzählt hätten, sie hätten in einem Reisebüro 3 bis 5% Rabatt auf den Reisepreis bekommen. Also wenn, dann musst du das aus eigener Tasche zahlen, oder? Ja, und vor allem mir steht, Gäste von AIDA haben erzählt, dass es das so ist. Und das ist tatsächlich verboten. Also wenn das gemacht wird, das verstößt gegen die Regeln des Agenturvertrags. Ja. Und wenn das auffällt bei AIDA, dann wird der Agenturvertrag entzogen. Und dann darf das Reisebüro keine AIDA-Reise mehr verkaufen. Deswegen bin ich immer wieder überrascht, dass das praktiziert wird, weil das ist nicht erlaubt. Das ist wirklich nicht erlaubt und ist schwierig. Also wirklich schwierig. Ja, und ganz ehrlich, wenn man wirklich mal einem ganz guten Kunden was Gutes tun will oder so, dann sagt Gibt's man ihm andere auch, er soll die Möglichkeiten. Klappe halten. Ja, oder es gibt Ja. andere Möglichkeiten. Genau, Ne? also über Service, über Überraschungen oder einfach Kleinigkeiten, die aber in meinen Augen oft einen höheren Wert haben als so etwas. Andreas schickt nochmal 5 € mit einem Lob an dich. Er sagt, die Kommunikation mit dem Kreuzfahrtstudio klappt auch am Sonntag gut. Hatte noch eine Frage zu einem Angebot und die wurden auch beantwortet. Ja, Sehr ich hatte schön. das ja eben schon gesagt. Fabian und Malte, die machen hier die ganze Zeit über auch immer ein bisschen Bürodienst. Deshalb ist Fabian eben auch ein bisschen später gekommen. Genau. Also das heißt nicht, ich bin Chef, ich bin auf Kreuzfahrt, Genau. ich Das lehne ist- mich zurück. Genau, das ist mir auch super wichtig. Immer im Tagesgeschäft mit drin zu sein, um auch mitzubekommen, was passiert gerade, was bewegt die Kunden, was halt gut funktioniert, wo hat vielleicht auch mal irgendwas nicht ganz so gut funktioniert. Das kann ich ja auch nur mitbekommen, wenn ich immer mit involviert bin. Also nicht in jeden Einzelfall komplett, aber den Gesamtüberblick habe. Und entsprechend gehört es auch dazu, gerade auch diese bei den Mitarbeitern unbeliebteren Zeiten auch mal selbst mit abzubilden. Das heißt abends, mal an Feiertagen, auch am Wochenende und das entweder von zu Hause oder auch durchaus mal von Bord. Das ist ja heutzutage alles gut möglich. Ja. Chrissy schicken 2 €. Danke, Chrissy. Und Ute bedankt sich auch für die tollen Bilder. Und die Supermods. Ja, an die Mods auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ihr das hier alles begleitet und dass ihr auch so ein bisschen auf den Chat mit achtet. Also unsere Mods sind echt Maschinen. Vielen, vielen Dank. Also komisch, die Preis- und Rabattfrage kommt oft. Nein, ich glaube, Frühbucherrabatt gibt es auch nicht. oder? Doch, Oder? Frühbucherrabatt gibt es auf jeden Gibt's Fall. schon? Ja. Genau. Und bei meinem Schiff bekommt man 3%, wenn man die nächste Reise an Bord bucht. Genau, das ist korrekt. Das ist ein Ja. Rabatt, den die Reederei gibt. Und das ist auch immer möglich, das Reisebüro mit anzugeben. Und dann hat man trotzdem das Reisebüro als Ansprechpartner. Achso, du kannst also an Bord buchen und kannst sagen, hey, mein Genau. Reisebüro ist der und der, Genau. Also, Kreuzfahrtstudio und dann, genau. Entweder ja. bei meinem Schiff, AIDA oder auch bei anderen Reedereien. Du kannst hier an Bord, weil es gibt dann immer tatsächlich Vorteile. Bei meinem Schiff sind es 3% und hier bei AIDA ist es Bordguthaben. Und meistens fragen die auch, falls sie nicht fragen, kann man es proaktiv sagen. Zum Beispiel, ne, Kreuzfahrtstudio soll mein Ansprechpartner sein und dann ist der Preis nach wie vor genau der gleiche. Und trotzdem hat man den Ansprechpartner und in unserem Fall eben auch die Vorteile noch zusätzlich mit dazu. Virtual schickt auch nochmal 2 € für die großartigen Bilder. Dankeschön. Und Detlef verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Die Piraya ist voraus. Ein kleines Fischerboot. Detlef Ja. fragt, ob die Markise heile geblieben ist. Ich habe das Rätsel noch nicht gelöst, weil heute ist Sonntag, da war niemand vor Ort im Büro. Ich werde morgen früh mal anrufen und fragen. Hatte denn keiner von euch heute Zeit, mal in die Bielefelder Altstadt zu gehen? Ja, ich will ja auch das Team am Wochenende damit nicht belästigen. Also das halte ich schon noch aus, bis morgen Ja. zu warten. Jochen fragt, ob es auch von den Off-the-Seas-Schiffen solche Übertragungen gibt. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Ne? Bis jetzt noch nicht. Aber ich finde, so einmal im Jahr könnte man sowas machen. Irgendwie so eine gemeinsame Reiseaktion. Ja, gerne. So einmal, also ich finde, so einmal im Jahr kann man sowas machen. Ja. Ne? Zu oft darf man das auch Ja, nicht ja, machen. klar. Das ist dann ein bisschen too much. Ja. Netz hat sich auch wieder ein bisschen gefangen. Wobei ich sag's gerade und da bricht es wieder zusammen. Oh, Ja, ich würde sagen, wir werden jetzt noch hier diese kleinen Boote passieren.
Und dann gucken wir einfach. Ich denke, dass dann irgendwann auch tatsächlich das Netz wieder sehr wackelig wird. Zu sehen gibt es jetzt leider nicht mehr so wahnsinnig viel. Wobei, was heißt nicht wahnsinnig viel? Also nichts, so nichts schnell Neues. stumpft man ab in Norwegen. Ne? Also Ja, wenn das jetzt irgendwo also, hier woanders hallo? wäre, würde man sagen, wow, das ist doch mal was. Aber also- in Norwegen Mehr geht doch nicht. ist das eigentlich schon ein kleiner Berg da Ja, vorne. ja. Max fragt, ob man bei dir auch mit der Icon of the Seas buchen kann. Definitiv. Super spannendes Schiff. Royal Caribbean haben wir natürlich auch im Programm, haben wir immer wieder glückliche Kunden, die zurückkommen. Ich persönlich kenne die Icon jetzt noch nicht, aber viele andere Schiffe von Royal Caribbean, die haben ja die Oasis Class mit, ich war auf der Allure of the Seas, Harmony of the Seas und Symphony of the Seas und ich finde es immer wieder total beeindruckend. Kommt da nicht irgendwas of the Seas auch dieses Jahr nach Hamburg wieder? Ja, die Independence of the Seas. Ah, die was ist das für eine Klasse? Ist Ja, kleiner? die ist kleiner und älter. Die ist schon um die 20 Jahre jetzt alt. Ja. Wird wahrscheinlich trotzdem im Erstanlauf in Hamburg sein. Kann sein, weiß ich gar nicht so genau, weil hin und wieder ist ja doch immer mal wieder ein Royal Caribbean Schiff auch in Hamburg gewesen. Ja. Friedhelm schlägt vor, an meine Kabine ein Schild zu machen, Paddys Kabine. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber danke dir für die 2 Euro. Henrik schickt 10 Euro Anzahlung für die nächste Kreuzfahrt mit Paddy, Tanja und Fabian. Ja, dann das nächste Mal dann mit Tanja. Das wäre natürlich noch schöner, ne? Das wäre Absolut. noch Ja. geiler. Tanja fragt gleich mal, ob Brick Ollie da ist. Ja, Brick Ollie hatte ich dir schon erzählt. Das ist, den kennen wir, der ist halt im Entertainment auf der Icon Ah, ja. of the Seas. Ja. Das wäre natürlich witzig, wenn Ja. man sowas mal macht und man einen persönlichen Kontakt hat. Ja. Kreuzfahrer Lexion Fabian, das ist ja auch ein cooler Begriff. Ja gut, du hast es halt einfach oft gemacht und dann bleibt Ja. natürlich auch viel hängen. Ja. Ist halt einfach Ja, klar. Erfahrung. Am 25. oder 26. Juni, schreibt Frankie, kommt die Independence nach Hamburg. Ich glaube, die kommt auch nochmal dann, irgendwann im Juli oder August. Ich weiß das nämlich, weil wir da als Büro auch eine Einladung bekommen hatten, um mal kurz für ein paar Stunden an Bord zu gehen. Das passte terminlich aber leider nicht und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass sie auch dann zumindest auf jeden Fall nochmal kommt. Okay. Jetzt noch die Frage, was passiert, wenn man das Schiff verpasst? Ja, also winken. Tja, Ja. winken und nachreisen, würde ich sagen. Ja. Also ist ja mal der Unterschied während der Reise, so wie heute zum Beispiel. Das ist natürlich PP, persönliches Pech. Da muss man ja nicht schauen. Also eine gewisse Zeit kann das Schiff manchmal noch warten, aber das sind dann nicht Stunden, sondern eher Minuten. Und wenn man das Schiff verpasst, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Anreise ist und der Flug Verspätung hat, dann kommt es darauf an, ob man das An- und Abreisepaket über die Reederei gebucht hat als Pauschalreise. Weil dann ist natürlich die Reederei verpflichtet, für die Nachreise zu sorgen oder zumindest für die Entschädigung dann auch, wenn es nicht klappt. Wenn ihr das separat bucht, individuell, dann ist es auch wieder PP, persönliches Pech. Und was ganz gut ist, auf der Bordkarte findet ihr auf jeden Fall die Notfalltelefonnummer des Schiffes, also einen Kontakt vom Schiff. Das heißt, auf der Bordkarte, wenn ihr in irgendeiner Form absehen könnt, dass irgendetwas ist, ruft das Schiff an. Ja. Weil dann wissen die zumindest Bescheid. Wenn ihr dann sagt, okay, 19:30 Uhr ist alle Mann an Bord und ihr kommt erst um 19:45 Uhr, dann warten die natürlich. Das kriegen sie hin. Aber dann wissen die auch Ja. Bescheid und wissen, dass sie gerade noch die Gangway kurz offen lassen. Wenn die nicht Bescheid wissen, dann ist es natürlich schwierig. Real DJ Tobi Live schickt 100 Bits und schreibt, heute einen Termin mit dir abgesprochen. Er freut sich auf die Beratung. Ah ja, sehr Ja. schön. Da habt ihr wahrscheinlich heute schon kommuniziert. Ja. Wir freuen uns natürlich auch. Ja, nächstes Mal eine Kreuzfahrt, dann nehmen wir dann Ben noch mit und Schwester Hansi. Dann können Sie aber das ganze Entertainment-Team zu Hause lassen von AIDA.
Ja, und Maike sagt, in Molde gibt es eine Live-Webcam im Hafen, da können Sie uns den ganzen Tag auf der Webcam beobachten. Da müssen wir uns so hinsetzen, dass man uns in der Webcam sieht. Wobei das ohne Ton ist das ja auch langweilig. Ne? Das stimmt. Ja. Ja, echt schön hier. Echt schön. Ja, Jens, Tanja nehmen wir dann natürlich auch mit. Aber wie gesagt, es ist halt immer noch die Sache mit unseren Hunden. Und wir hoffen, dass die ja noch möglichst lange leben. Und die Hunde gehen bei uns einfach vor. Was ist denn die kürzeste Kreuzfahrt, die man so buchen kann? Wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte echt nur mal schnuppern, möchte nicht gleich in die Vollen gehen. Gibt es so 2, 3 Tage Geschichten? Oder? Selten, aber gibt es. Also das sind dann wirklich so Ultra-Kurzreisen. Die meisten Kurzreisen gehen 3 bis 4 Tage. Okay. Aber es gibt auch Reisen, jetzt mit meinem Schiff zum Beispiel, Kiel, Kopenhagen, Kiel. Das sind dann 2 Nächte, wo man einen ganzen Tag hat. Aber, und das ist wirklich das große Aber, ich finde, es ist nicht geeignet, um eine Kreuzfahrt damit auszuprobieren. Weil das ist so trubelig und hibbelig im Schiff, weil alle natürlich irgendwie versuchen, in diesem einen wirklich vollständigen Ausnutzen. Reisetag, genau, ausnutzen, alles mitnehmen. Es ist alles voll, es ist alles trubelig. Hier auf dieser Reise, du hast es gemerkt, der erste Tag war trubelig. Alle kommen an, Rettungsübungen, Koffer rein, Koffer raus. So, das ist dann schon mal der erste Tag. Dann gibt es einen Tag, an dem alle alles erleben wollen und dann ist schon wieder Abreisetag. Kannst du dir ja vorstellen, das ist einfach nur trubelig. Ja. Und von daher nicht wirklich geeignet, um so eine Reise mal auszuprobieren, weil da könnte ein falsches Bild entstehen. Sollte man schon mindestens 4, 5 Tage machen, eher eine Woche, finde ich. Du hast dich ja direkt 11 Tage getraut. Naja, es war ja auch so ein bisschen eine Empfehlung von dir. Ja. Sind wir 11 oder 10 Tage? Ich glaube, es sind 10 Nächte und 11 10 Tage. Nächte, 11 Tage, okay. Also Ja, also ich hätte, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte mir vom Zeitrahmen 7 Tage besser gepasst. Aber da kommt man halt leider nicht so weit in die Fjorde rein. Das ist dann ist so. mehr so eine Küstenfahrt. Genau, richtig. Meistens ist das so, wir hatten ja geschaut, welche Möglichkeiten es gibt. Und hier auf dieser Route war ja der große Vorteil, dass wir 3 Fjorde dabei haben, was echt selten ist. Von daher haben wir uns, und ab Hamburg eben auch. Ne? Die Nova wäre ja gefahren, 7 Tage ab Kiel, aber wir haben ja gesagt, wenn, dann fahren wir ab Hamburg. Hamburg musste sein. Und von daher ist es die Prima geworden. Hier ist wieder die Frage nach Walen. Hatten wir heute Morgen auch schon mal. Also hier jetzt direkt nicht so sehr. Ne? Aber gibt ein paar Gebiete in Norwegen. Ja, kommt auch immer auf die Jahreszeit an. Ja. Ja. Aber an sich kann ich immer nur sagen, Augen, ich hätte fast gesagt Augen und Ohren, wobei Ohren helfen manchmal auch, wenn die Delfine springen und so, das hört man dann auch mal, Augen und Ohren offen halten. Es gibt immer mal was zu sehen und es ist manchmal total überraschend. Ich erinnere mich auch an eine sehr schöne Schildkröte im März auf Aida Diva, stand mit der Kollegin, mit der Charlene, vorne am Bug an dem Seetag und wir hatten einfach mal rausgeschaut für ein paar Minuten und plötzlich sagte Charlene, schau mal Fabian, da ist eine Schildkröte und wir haben die so gut von oben gesehen und sie zog ganz langsam vorbei. Die hat da einfach ihren Tag genossen. Man muss da auch wahnsinnig drauf achten, weil das ist nicht so, dass du sagst, ach, ich stelle mich jetzt an Deck und dann passiert etwas. Also ich hatte das ja mit der Chicago Express, als wir über den Atlantik gefahren sind und dann auch Delfine gesehen. Das da hat mich dann jemand von der Crew aufmerksam gemacht, die halt gerade vorne zugange waren. Die haben da gearbeitet. Und ja, bis ich dann da war mit meiner Kamera, waren die dann auch schon wieder weg. Und dann habe ich da wirklich, glaube ich, auf der Manöverstation, ich habe da 2 Stunden gestanden und dann kamen aber wieder welche. Ah ja, schön. Ja. Geduld lohnt sich meistens. Ja, also, guck mal. Wow. Wow. Da könnte man doch jetzt eigentlich mal ein Foto machen.
Boah, sieht das cool aus. Und der Wind lässt wieder nach. Und das Netz hält. Wahnsinn. Gute Kombination. Ja. Sonne, kein Wind. Also ihr könnt die Ventilatoren jetzt wieder auf 20% runterregeln. Ist wahrscheinlich, dass wir jetzt einfach schon ein bisschen drehen und wir jetzt im Windschatten stehen. Ja. Das schaut echt gut aus jetzt. Laut Wesselfinder sind wir jetzt angeblich schon auf dem Atlantik. Boah. Das ist natürlich auch das Schöne, wenn du Regen hast, dass du dann ja oft solche tollen Wolkenbildungen hast. An so einem nur blauen Tag Ja, hast du das nicht. das stimmt. Da hast du dann natürlich auch extrem grelle Sonne. Also wenn da jetzt keine Wolken wären, dann würden wir hier schon wieder gebrutzelt. Boah, mehr geht doch nicht. Jurele90 fragt, ob ich überlege, das Ablegen von Molde und die Fahrt nach Andalsnes zu streamen. Also ehrlich gesagt muss ich mir das morgen alles angucken, aber ablegen werden wir auch irgendwie um 6 Uhr morgens oder so. 6:30 Uhr. 6:30 Uhr. Ich weiß gar nicht genau, wann wir ankommen in Andalsnes. Gute Frage. Ich glaube, das sind so 3 Stunden Fahrt ungefähr. Okay, Aber landschaftlich natürlich toll. muss man mal gucken, ob wir da Netz haben. Aber es wäre natürlich eine Option, dass man da Ja. früh startet. Boah, jetzt Und- ist richtig hell gerade. Oh. Jetzt müssen wir gleich wieder die Sonnenbrillen rausholen. Das ist das, was Katrin hier gerade schreibt, was ich eben meinte. Ne? Ich hätte mir gewünscht, vor meinem Reisebüro dahingehend informiert zu werden. Die Kurzreisen sind eher Kegelclubs und Junggesellenabschiede. Das war so, Ja. was ich eben so ein bisschen meinte. Das ist halt nicht wirklich das Kreuzfahrterlebnis, wie man es sonst hat. Weil eben viele Kegelclubs. Ich war mit Jannis aus dem Team letztes Jahr auf einer 5-tägigen AIDA-Mar-Reise ab Warnemünde. Du wirst es kaum glauben, aber da war eine Klassenfahrt an Bord. Dass die Schulen jetzt schon Klassenfahrten auf Kreuzfahrten machen, da habe ich auch gestaunt. Das habe ich noch nie gehört vorher. Aber es war so. Sensationell, schreibt Annette. Danke für die 2 Euro. Die gehen dann auch gleich wieder ins Sparschwein. Schöne Bilder, schreibt auch der Tastensucher mit 100 Bits. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen die Sonne genießen hier. Also ich lasse auch auf jeden Fall noch laufen, so ein bisschen. Im Moment haben wir ja noch Netz. Sonntagabend, beste Uhrzeit. Maxim fragt, ob man die Klassenfahrt auch bei dir buchen kann. Ja, also wenn Maxim Lehrer ist, dann melde ich doch gern mal. Natürlich. Aber das fand ich schon speziell, muss ich sagen. Ja. Nils fragt nochmal, ob wir einen extra Bereich haben, wo wir streamen dürfen. Also im Grunde genommen gibt es jetzt keinen, dass Sie sagen, ihr dürft hier nicht streamen, aber wir haben natürlich schon gesagt, wir sollen ein bisschen aufpassen mit den Gästen. Ja, klar, wir nehmen da Rücksicht. Also Ja. ich versuche, also das ist ja auch, wenn ich Videos mache, ich versuche mich immer in die anderen Gäste hineinzuversetzen. Wie fände ich das, wenn jetzt hier jemand das machen würde? Ja. Ne? Und insofern, Und deshalb habe ich ja auch Fabian gebeten, er soll eine Kabine aussuchen, die halt einen guten Blick hat, möglichst nach vorne mit ein bisschen Blick zur Seite.
Und deshalb habe ich auch diese Kabine, sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine kleinere Kategorie genommen. Also rein jetzt, um die Kreuzfahrt zu machen, hätte ich als ganz normaler Gast hätte ich gesagt, komm, kann auch eine Nummer kleiner sein. Guck, Jörg fragt auch, ob wir den Fahrtwind spüren. Der Ventilator wird echt dringend nötig für deine Zuschauer. Aber jetzt im Moment geht es. Im Moment geht's. Besser als normales Fernsehen, schreibt Nilsi. Danke für 2 Euro. Captain Chaos sagt, laut Wesselfinder, da drehen wir gerade über Steuerbord nach Norden, merkt man das eigentlich auf dem Schiff. Meinst du merken im Sinne von, dass das Schiff sich neigt? Nein. Merken im Sinne von, wir sehen natürlich auch, dass wir nach Steuerbord fahren. Ja, sieht man ja alleine daran, wie die Sonne wandert. Wo hatten wir das denn? Irgendwo hatte man das gemerkt am Bild. Da sind wir auch eine Kurve gefahren. Ja, auf der Elbe noch, glaube ich, kurz vor Cuxhaven. Ja, genau. Und da hat man richtig gemerkt, dass die Kamera schief wurde. Ihr habt Fragen, kann man in Norwegen Eisbären sehen? Nee, Eisbären leben, glaube ich, wirklich nur Spitzbergen. Gehört ja also nur wissentlich. in der Antarktis. Nee, oder? Arktis. Also Genau. Arktis ist oben. Ja, Nordpol. Antarktis ist unten Genau. und unten gibt es keine. Nee, da sind die Pinguine in der Antarktis und oben in der Arktis, also am Nordpol sozusagen, da sind die Eisbären. Ja. Jürgen, danke für 5 Schweizer Franken für die Devisenkasse. Claudia grüßt aus Ahrensburg. Ist seit 4 Monaten dabei. Also jetzt ist es fast windstill. Faszinierend. Wobei ich nicht glaube, dass der Wind wirklich abgenommen hat. Ich glaube einfach, dass wir jetzt im Windschatten sind. Sarah, ja, bei AIDA gibt es auch eine Buchkamera, die du im Fernsehen auf der Kabine angucken kannst. Das ist dieser Kanal 6, wo dann auch das AIDA-Radio läuft. Da kommen dann auch normalerweise die Durchsagen, die ich jetzt heute nicht gehört habe. Und da läuft dann auch die Auslaufmusik, wenn du die auf der Kabine gerne haben möchtest. Gleich kriegen wir Rückenwind. Ja, Frankie. Geil, wenn das plötzlich so windstill ist. Aber die Sonne dürfte noch mal durchkommen. Jetzt ist auch die Primetime schon wieder im vollen Gange, oder? Ach, die geht sogar schon 20 Uhr los, oder 20:15 Uhr, die endet jetzt gerade. Die ist jetzt schon zu Ende. Primetime ist, glaube ich, auf allen AIDA-Schiffen immer so ein fester Programmpunkt zur Primetime. Genau. Gibt es jetzt ungefähr seit 10 Jahren. Hatte irgendwann mal der Boris Brandt, der da Entertainment Director war, ins Leben gerufen und hat sich einfach etabliert. Das ist ein Erfolgskonzept. Zwischen den Shows, also meistens gibt es ja eine 19 Uhr Show, also die Zeiten variieren immer je nach Schiff ein bisschen, meistens ungefähr 19 Uhr. Dann 20:15 Uhr die Primetime und dann abends nochmal eine weitere Show. Weil nicht alle Gäste gleichzeitig ins Theater kommen sollen, wird das so ein bisschen aufgeteilt. Und Primetime, da war zum Beispiel auch am ersten Abend oder am zweiten Interview mit dem Kapitän. Genau, ja. Solche Sachen. Ne, am zweiten war das. Am ersten hatten wir ja noch die ganze Fahrt auf der Elbe. Ja. Ja, und es geht raus aufs offene Meer. Ich würde sagen, so langsam. Licht ist weg. Obwohl, ich kann auch gleich noch einfach ein bisschen laufen lassen, falls du irgendwann los möchtest und noch irgendwas machen musst oder Alles so. gut. Ich bin gerade Sagst du einfach Bescheid. flexibel. Ja. Ja.
Aber der ein oder andere guckt sich das ja auch gerne einfach so an, wie man hier übers Wasser gleitet. Ich finde, nach vorne sieht man fast gar nicht, dass man fährt. Kommt einem das so extrem langsam vor. Ich glaube, wir fahren gerade auch echt nicht so schnell. Ich gucke mal gerade. Hinten mit der Heckwelle wirkt das natürlich immer ganz anders. Wir fahren gerade nur 8 Knoten. Könnte aber auch sein, dass der Lotse gerade abgegeben wird auf einer der Seiten. Ah, okay. Dass wir deswegen noch mal ein bisschen Fahrt rausgenommen haben. Würde Sinn machen jetzt hier vor der Küste. Wie lange ist das Außendeck geöffnet? Ich glaube rund um die Uhr, 24 oder? Stunden, ja. Also wenn du eine Nachtwanderung machen möchtest, das geht auf jeden Fall. Morgen geht's nach Molde, Takeru. So wahnsinnig weit nach Molde ist das auch gar nicht, ne? Nee, das stimmt. Ja. Also, weil MacGame schreibt gerade, wir fahren einfach vielleicht auch deshalb so langsam, um das so ein bisschen rauszuzögern. Claudia schreibt, dass sie auf der Webseite ein Problem hat, das Datum richtig einzugeben. Was sie falsch macht, an sich nichts. Das sollte an sich funktionieren. Falls es gar nicht geht, gerne mal einen Screenshot senden per E-Mail, dass wir uns das mal anschauen können, weil das wundert mich an sich. Ich prüfe das nachher mal selbst. Aber bin immer sehr dankbar für Hinweise, wenn irgendwo was nicht funktioniert, weil so soll es ja nicht sein. Oh, ich habe ja früher auch mal eine Zeit lang Webseiten gebastelt. Du kriegst einen Anfall. Zig verschiedene Browser, du weißt nicht welches System und so weiter. Ja. Um alle Eventualitäten abzudecken. Das ist, und dann gerade so ein Buchungssystem. Ja. Das muss der Horror sein. Ja, zu das war ein entwickeln. langes Projekt. Christian sagt, im Geiranger Fjord kann es Internetprobleme geben. Ja, wir hatten das ja auch schon, als wir nach Flom gefahren sind. Wir können es nur ausprobieren. Wenn wir Empfang haben, dann freuen wir uns. Wenn wir keinen Empfang haben, dann könnt ihr in den Chat schreiben, dass wir keinen Empfang haben. Oh, hier, welches ist denn das schnellste Kreuzfahrtschiff? Also die Queen Mary 2, die hat ja noch eine Gasturbine, wenn ich mich nicht täusche, und die kann, glaube ich, 30 Knoten, über 30 Knoten, aber nur, wenn es wirklich nötig ist. Also ich glaube, die normale Atlantiküberquerung macht die so mit 22 bis 24 Knoten. Aber wenn die wirklich mal ein Sturmtief umfahren muss und richtig Gas geben muss, dann kann die noch eine Turbine anschalten. Und dann fährt die auch über 30 Knoten. Dabei ist sie ja eigentlich kein klassisches Kreuzfahrtschiff. Ja. Wobei ich hatte mal so ein bisschen über die Geschichte gelesen. Und die Ansage, als sie damals gebaut wurde, das war ja so, die wurde ja in Auftrag gegeben, kurz nachdem Cunard auch übernommen wurde. Die gehören ja auch zu Carnival. Genau. Ne? Und wurde kurz nachdem in Auftrag gegeben. Und die Ansage war damals, baut ein Kreuzfahrtschiff, das atlantiktauglich ist. Genau, ja. Ja, und das ist dann im Prinzip so die Tradition dieser klassischen Transatlantik-Liner. Extrem verstärkter Rumpf, vorne auch die ganzen, die haben vorne ja auch noch so ein großes, so ein Wellenbrecher, so ein Wellenschild, Ja. auch die Anordnung der Kabinen mit der Balkone und so. Das ist alles so gebaut, dass das Schiff auch riesige Wellen abhält. Die Queen Mary 2 hat zum Beispiel eine Sondergenehmigung bekommen, um die Rettungsboote höher zu hängen. Normalerweise, habe ich gelesen, müssen Rettungsboote, ich weiß nicht, wie viel Meter es sind, 14, 15 Meter dürfen die maximal hochhängen oder so. Und die haben dann aber gesagt, nee, wenn eine richtige Monsterwelle kommt, dann ist das zu tief. Und dann haben die eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und ich glaube, die Rettungsboote auf der Queen Mary 2 hängen 28 Meter hoch oder so. Ja, sehr speziell von der Konstruktion. Auch die Höhe des Bugs und die Form, das ist schon beeindruckend.
Ja, diese Videos sind wertvoll für alle, die ihren Schatz überraschen möchten. Mal eine Kreuzfahrt verschenken. Ach Mensch, das macht wirklich Spaß. Absolut. Ach, guck mal, auch hier nach links rüber, ne? Das ist nochmal so ein bisschen aufgeklärt. Also ich glaube, da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt. Also eben dachte ich kurz, ist vorbei mit dem Wetter. Ja. Aber schaut euch das mal an jetzt hier. Ja, ich würde dann langsam mal hoch, um auch noch mal ein paar Aufnahmen für meine Videos zu machen. Ja, Licht ist ja jetzt Und auch gerade genau, noch toll. Ich wollte noch mal ein Outro machen von dem ersten Video, wo es darum geht, wie komfortabel es ist, nach Norwegen zu kommen. Jetzt haben wir ja 2 Ziele gezeigt in dem Video. Das ist jetzt also durch und das würde ich jetzt dann einmal noch beenden. Und dann können wir ja morgen mal schauen, dass wir tagsüber Ja. diesen Schiffsrundgang so ein bisschen drehen und abends dann, wenn die Zuschauer Lust haben, mal so ein Frage- und Antwort-Video zu machen. Genau. Also wenn ihr Lust habt, schickt uns Fragen, am besten irgendwie als Kommentar unter das Video. Ich würde jetzt sagen Instagram, aber bei Instagram diese Nachrichten, das geht immer alles Ja. unter. Das ist so doof zu sortieren. Ich merke das immer wieder. Also Instagram ist nicht die beste Kommunikationsplattform. Genau, es wird ja auch so sein, dass ja relativ schnell Fragen über den Chat wieder kommen, sodass wenn wir 3, 4 Einstiegsfragen haben, das reicht dann ja auch schon. Ja, wir bereiten ein bisschen was vor und dann denke ich, geht das schon. Ne? Genau. Ja. Ja, super. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja, danke, dass du Und, wieder dabei warst. Sehr gerne. Dann Fabian. ganz liebe Grüße an alle Zuschauer da zu Hause in Deutschland oder wo auch immer ihr gerade so zuschaut. Habt noch einen schönen Sonntagabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Alles klar, Fabian. Dann Bis gebe ich dir morgen. mal das Mikrofon. Mach's dann mal aus. Super. Super. Dann wir sehen uns morgen, ne, Paddy? Bis morgen. Tschüss. Ja, ich denke, der Stream geht jetzt auch nicht mehr so lange, weil ich nämlich gerade merke, dass die Bitrate auch schon wieder runtergeht. Das heißt ganz einfach, dass der Empfang schlechter wird. Also es kann sein, dass das gleich hier zusammenbricht, wenn wir aufs offene Meer rausfahren. Von daher bereite ich mich jetzt mal quasi darauf vor, dass der Stream irgendwann zu Ende ist. Aber ich lasse den gerne noch einen Moment laufen, wenn ihr das einfach noch genießen möchtet. Jens Peter schickt nochmal 5 €. Einfach, weil Hamburg Hafen Live ein Teil seines Lebens geworden ist. Schön, dass es euch gibt. Ganz lieben Dank, Jens Peter. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Da hinten ist jetzt wieder richtig schön blau. Es wäre ja sträflich, jetzt auszumachen.
Ja, ich finde auch, das ist so schön auszuschalten. Und ich muss ja auch nicht die ganze Zeit sabbeln. Ingo sagt, bis Molde nicht abschalten. Na, noch haben wir Netz. Hier ist noch eine Frage zum Fotografieren. Welche Brennweiten ich empfehlen würde für so eine Reise? Ja, also ich kann euch sagen, die Videos jetzt hier mache ich mit 24 bis 105 Millimeter. Damit kommt man eigentlich sehr gut zurecht. Da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Wenn man dann natürlich sagt, Mensch, ich möchte auch mal etwas näher ran, ich brauche es auch mal dichter, dann braucht man natürlich auch noch mal irgendwie ein bisschen Tele. Also ich würde mich nicht nur auf den Telebereich konzentrieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich nehme nur sowas mit 70 bis 200 Millimeter mit. Da glaube ich, verzockt man sich. Weitwinkel auf jeden Fall und Tele dann nach Bedarf. Weltklasse, muss ich nicht selbst losfahren, schreibt Andreas. Ja, danke dir für 6 Monate. Andi fragt, welche Stärke ND-Filter man braucht bei Tageslicht. Also zum Fotografieren brauchst du ja keinen ND-Filter, weil du das über den Verschluss regeln kannst. Ich habe jetzt zum Filmen, ich habe so einen Vario ND-Filter, der 1 bis 5 Blenden wegnimmt. Wie mir die Kabine gefällt von 1 bis 10. Naja, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich würde mal sagen, für meine Bedürfnisse und hier den Stream, boah, ist das ein geiles Licht. Für meine Bedürfnisse und den Stream ist es schon, ja, besser geht immer. Ne? Ich würde jetzt pauschal sagen, das ist eine 10. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Für diese Reise, erste Reise, absolut eine 10. Warum beim Film ein ND-Filter nötig ist? Ganz einfach, weil du beim Film die Verschlusszeit nicht zu kurz machen solltest. Jetzt würde man wahrscheinlich keinen Unterschied sehen, weil wenig Bewegung im Bild ist. Aber wenn du eine zu kurze Verschlusszeit hast, dann kriegst du so eine Art Staccato-Effekt ins Bild. Man sieht das zum Beispiel, wenn jemand mit einer sehr kurzen Verschlusszeit zum Beispiel einen Helikopter filmt, dann hat man nicht so ein schönes, dann hat man nicht so ein schönes Verwischen in den Rotorblättern, dann sieht das so abgehackt aus. Da merkt man das halt. Und deshalb braucht man einen ND-Filter, damit man beim Filmen die Verschlusszeit länger halten kann. Malte ist da, moin! Moin, mein Lieber! Also bei der Drohne zum Beispiel, da habe ich momentan noch keinen ND-Filter, weil es da noch keinen für gibt. Da warte ich noch drauf. Bei der Drohne ist das aber nicht so schlimm, da die Bewegungen der Drohne verhältnismäßig langsam sind. Also da merkt ihr das nicht, wenn die Verschlusszeit sehr kurz ist oder es fällt nicht so extrem auf. Aber immer dann, wenn man ein bisschen mehr Bewegung im Bild hat, sollte man auf jeden Fall einen ND-Filter nehmen bei Tageslicht. Wie das ist mit Getränken auf dem Zimmer, ist da eine Minibar? Nee, hier ist leider keine Minibar. Also du musst dir dann schon irgendwie was holen, beziehungsweise hier ist auch irgendwie so eine Karte, dass man sich was vom Roomservice bringen lassen kann. Fabian, ich bin auf der AIDA Prima. Boah. Leute, was ist das für ein Bild? Ich würde mal sagen,
Fototime. Ja, Barbara schreibt, bester Erklärbär. Ja, das habe ich ja lange gemacht. Ich habe sehr lange Fotografie- und Videotutorials gemacht. Und da habe ich es echt ganz, ganz häufig solche Dinge erklärt. Marc sagt, oh, Nerd Talk, versteht nichts, Verschlusszeit, Variofilter, Brennweite und so weiter. Soll ich das mal erklären? Soll ich euch mal versuchen zu erklären, was Verschlusszeit, Blende und ISO bei eurem Fotoapparat ist, wofür man das braucht und was man damit einstellen kann? Interessiert euch das? Sjula schickt 2,49 und schreibt, wir gucken als Familie zusammen, Grüße aus Essen. Ja, liebe Grüße zurück nach Essen. Und herzlichen Dank für 2,49. Nein, ja, bitte. Also sind schon einige Nös dabei, aber auch viele Ja's. Pass mal auf, ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Also die Verschlusszeit sagt einfach, wie lange man Licht aufnimmt. Man kann theoretisch 30 Sekunden lang belichten, man kann aber zum Beispiel auch nur einen Bruchteil einer Sekunde belichten. Tausendstel Sekunde, Zehntausendstel Sekunde. Und mit der Verschlusszeit kontrolliert ihr Bewegung. Wenn ihr zum Beispiel ein Fußballspiel habt und ihr würdet da mehrere Sekunden belichten, in mehreren Sekunden, da ist der Ball schon 10-mal übers Feld gerollt und da habt ihr nichts mit gewonnen. Also müsst ihr eine möglichst kurze Verschlusszeit wählen, damit ihr dann auch diese Bewegung einfangen oder man sagt auch einfrieren könnt. Das ist die Verschlusszeit. Unter anderem könnt ihr damit natürlich auch das Licht regeln, denn in einer Sekunde kommt natürlich mehr Licht in die Kamera als in einer Tausendstel Sekunde. Die Blende, das ist ein Loch vorne im Objektiv. Je größer das Loch ist, umso mehr Licht kommt rein. Je kleiner es ist, umso weniger Licht kommt rein. Ist, glaube ich, ziemlich logisch. Hier hat aber noch einen netten Nebeneffekt. Die Blende, die kontrolliert nämlich die Schärfentiefe. Oder auch etwas laienhaft gesagt, die Unschärfe im Bild. Ihr kennt ja diese Bilder, wo der Vordergrund scharf ist und der Hintergrund dann so richtig schön verschwommen. Das kontrolliert die Blende. Je weiter man die Blende aufmacht, also je größer das Loch ist, umso weniger Schärfe hat man nach hinten. Also umso unschärfer wird der Hintergrund. Dafür ist die Blende da. Also kontrolliere ich auf der einen Seite auch das Licht mit. Je größer das Loch ist, umso mehr Licht kommt rein, aber auch umso mehr Unschärfe habe ich im Hintergrund. Und dann gibt es noch ISO. ISO ist die Empfindlichkeit. Früher hat man analoge Filme gekauft und auf diesen analogen Filmen, da stand dann ASA oder ISO drauf. 100, 200, 400, 800 und so weiter. Je höher der ISO-Wert ist, umso lichtempfindlicher ist der Film oder heutzutage der Sensor. Und da ist es halt so, wenn es irgendwann dunkel wird, braucht man halt einen lichtempfindlichen Sensor. Dann würde man den ISO-Wert nicht nach oben schrauben, dann müsste man wieder länger belichten oder die Blende weiter aufmachen. Und das funktioniert halt alles nicht. Ne? Da gibt es dann halt so Kombinationen, die klappen einfach nicht mehr. Also wenn du halt bei Dunkelheit mit einer 500stel Sekunde arbeiten willst, dann kannst du zwar die Blende aufmachen, aber es reicht auch nicht. Also muss man dann irgendwann mit dem ISO-Wert so ein bisschen nachregeln. ISO-Wert hat jetzt aber keinen, ich sag mal, künstlerischen Effekt, wie zum Beispiel diese Geschichte mit der Bewegung oder die Blende mit der Unschärfe. Das sind ja so künstlerische Elemente, wo man das einsetzen kann. ISO hat leider nur einen unangenehmen Nebeneffekt. Das heißt, je höher man den ISO-Wert dreht, umso mehr rauscht das Bild, umso krisseliger wird es, sage ich mal. Rauschen
sieht man zum Beispiel bei uns in den Livestreams, wenn es irgendwann richtig dunkel wird. Also wenn es richtig duster wird, dann muss ich halt den ISO-Wert teilweise auf 25.000 hochdrehen und dann fängt es halt an zu rauschen. Und dann ja, ist halt das Bild einfach nicht mehr so schön. Ja, und das ist halt so, das sind so diese 3 Komponenten in der Fotografie. Das ist jetzt einfach nur mal so ganz schnell und einfach erklärt, um es nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Ja, Martin fragt, wie das mit der hyperfokalen Distanz ist. Ja, das machen wir dann ein anderen Mal, ne? Das machen wir dann ein anderes Mal. Ich hoffe, das war jetzt auch für die Nicht-Interessierten nicht zu lang. Ja, Elke sagt, die Zimmer heißen Kabinen. Das ist ja auch ganz lustig. Ne? Auf Kreuzfahrtschiffen heißen die Zimmer Kabinen. Wenn ihr aber auf dem Frachtschiff seid, dann sind das Kammern. Also wenn ihr zum Beispiel auf einem Containerschiff seid und dann fragt, wo ist meine Kabine, dann werdet ihr auch komisch angeguckt. Ich habe damals in den Workshops immer gesagt, Blende, ISO und Belichtungszeit sind die 3 Fragezeichen der Fotografie. Jay kommt auch aus Essen. Liebe Grüße an Löffler und Albrecht, 249, Dankeschön. Carola sagt, alles richtig erklärt. Puh, Glück gehabt. Gerade noch mal Glück gehabt. Ja, noch hält das Netz ganz gut. Also ich wundere mich ehrlich gesagt auch gerade. Ja, und um nochmal auf diesen ND-Filter zurückzukommen, da man halt bei der Videografie mit der Verschlusszeit nicht so viel Spielraum hat, also da kann man halt nicht mal eben sagen, ich filme jetzt mit einer 10.000 oder 8.000 Sekunde oder sie auch nicht extrem lang werden lassen kann, gibt es halt noch zusätzlich diesen ND-Filter. Und ND-Filter müsst ihr euch vorstellen wie eine Sonnenbrille fürs Objektiv. Also man zieht dem Objektiv eine Sonnenbrille auf, dann kommt weniger Licht rein und hat damit eine weitere Variable, mit der man die Lichtzufuhr regeln kann. Chili Parma, nee, Starlink nutze ich nicht für die Übertragung. Also das ist jetzt hier noch normales Mobilfunknetz, was zum Einsatz kommt. Aber es wird schwächer. Es wird schwächer. Ich merke das schon. Oh, es wird jetzt deutlich schwächer. Ja, ich würde sagen, das ist auch, bevor das uns komplett zusammenbricht und ich mich nicht mal mehr anständig von euch verabschieden kann, würde ich mal sagen, das war doch echt toll. Wir hatten nochmal wahnsinnig schönes Licht. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Danke für diesen schönen Abend mit euch. Danke natürlich auch an den Fabian nochmal
Und vielen, vielen Dank auch an unser da zu Hause gebliebenes Team. Natürlich ganz besonders meine liebe Frau Tanja, aber unsere Moderationsmaschinen natürlich auch, unsere ganz lieben Mods, die bei Twitch und auch bei YouTube immer die ganze Zeit mit aushelfen und sich mit kümmern. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, natürlich auch ein dickes Dankeschön wieder, dass ihr den Kanal so wahnsinnig unterstützt. Ich glaube, wir haben sogar heute die 46.000 Abonnenten geknackt. Und ich habe auch eine Nachricht bekommen von YouTube. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt 15 Millionen Videoaufrufe. Also der Kanal hatte jetzt 15 Millionen Klicks schon auf YouTube. Twitch kommt dann natürlich auch nochmal dazu, aber da sind wir etwas später gestartet. Und ja, das kommt dann nochmal oben drauf. Also insofern vielen, vielen Dank für eure fette Unterstützung. Ja, und wie gesagt, bevor das hier gleich dann komplett zusammenbricht, sage ich mal herzlichen Dank, macht's gut und bis morgen, ihr Lieben. Tschüss. Netz hält immer noch.